Herzlich willkommen bei Enforce Tech TV. Auch 2026 sind wir wieder am Stand von Schubert. Und ich habe wieder den lieben Milad bei mir. Milad, schön wieder da zu sein. Hallo Bernhard, danke, dass du da bist. Es ist immer eine Freude, dich hier zu haben. Dankeschön, sehr gerne sind wir bei euch. Und wir springen gleich Vollgas rein, würde ich sagen. Sehr haben gerne. wir hier einen weiteren M100? Nein, der sieht sehr, sehr ähnlich aus wie ein M100. Man erkennt an der Silhouette, dass der kleiner geworden ist, geschrumpft ist. Das liegt daran, dass es ein Trainingshelm ist. Das ist der T100C. C steht hier für Carbon, also ist der aus Carbon die Schale gefertigt. Und zwar ist es die gleiche Technologie, die wir auch für die Formel 1 Helme nutzen in unserer eigenen Fabrik. In Italien wird die Schale hergestellt und der Helm wurde für Trainingszwecke entwickelt. Vor allem auch, dass der den Nutzer in Bereichen schützt, wo der bestimmte Tätigkeiten ausüben muss, wie zum Beispiel beim Klettern, beim Raften, beim Wildwasser. Deswegen ist der komplett geprüft nach der Kletternorm und nach der Wildwassernorm. Das ist ja der M100 auch. Das heißt, wir haben hier im Grunde dieselben Normierungen außer dem ballistischen Schutz. Nicht ganz, der ist sogar noch mehr, der geht weiter. Bei dem M100 ist es nur die Stoßdämpfung, wonach der getestet ist. Hier ist es fast alles. Gerade bei der Kletternorm haben wir sogar darauf geachtet, dass wir die Kinnriemenprüfung nicht nach der Kletternorm machen, sondern nach der Industrienorm, weil die nicht für den taktischen Bereich geeignet ist, weil dort die Zugkräfte ein bisschen stärker sind und sich das Band auch ausdehnen muss. Deswegen haben wir die Industrienorm stattdessen genommen, weil es einfach besser zu der Anwendung, zu der taktischen Anwendung passt. Sehr interessant. Was auf jeden Fall auffällt, ist die unglaublich dünne Wandstärke hier. Ja. Und ich habe es vorhin probieren können, er ist extrem steif. Genau. Möchtest du uns da einfach irgendwas dazu sagen? Ja, gerne. Also auch wenn man drücken will, versucht das zu drücken, das funktioniert nicht. Die Steifigkeit des Helmes, das ist natürlich Absicht, deswegen nehmen wir Carbon und nicht Kunststoff. Das liegt daran, dass wenn ich verschiedene Accessoires auf dem Helm habe, Gerätschaften und so weiter, dann verbiegt er sich auch nicht. Da fällt kein Nachtsichtgerät ab, der verformt sich nicht bei Hitze, bei Kälte. Deswegen haben wir Carbon genommen. Und das Gewicht konnten wir dadurch extrem reduzieren, weil es Carbon ist, logischerweise. Und hier reichen auch diese 2 bis 3 Millimeter vollkommen aus. Und oben auf der Kalotte ist dann das Material stärker? Genau, es ist ein bisschen stärker. Man sieht auch an der Form, da wo die Lüftungslöcher sind und diese Knicke, dass der ein bisschen höher gesetzt wurde, um auch hier die Kletternorm, die Durchdringung zu schaffen. Also gerade auch, wenn dir jetzt wirklich was von oben einfach auf den Kopf fallen würde, dass wir da komplett geschützt ist und sich da keine Sorgen machen müssen. Genau, komplett. Selbst die Belüftungslöcher, die ja vorgegeben sind in der Kletternorm, die haben wir auch eingehalten. Das Zubehör, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, die Patches, die ich hier noch mit drauf machen könnte, das ist alles identisch zum M100. Die Patches, also du redest wahrscheinlich von den Skins auch. Genau. Nee, die Skins sind nicht identisch. Hier haben wir eigene, weil die Form auch eine andere ist und der Helm ist geschrumpft. Und man sieht auch, die Kanten sind ein bisschen anders. Aber ob jetzt Visier oder Mandible, das ist alles komplett kompatibel. Okay. Alles andere. Selbst die Teile sind 1:1 M100. Das heißt, wenn ich einen M100 und einen T100C habe, kann ich die untereinander auch austauschen. Der einzige Unterschied tatsächlich ist nicht nur die Schale, sondern auch das EPP. Hier wurden noch die Belüftungslöcher reingeschnitten. Ich meine, das ist natürlich gerade für den Dienstherrn interessant. Habe ja eine Redundanz, was meine Ersatzteile angeht, sollte Genau mal wirklich darum. irgendwas kaputt gehen. Genau darum geht es. Ich meine, du kennst ja das M100-Konzept. Es geht auch darum, Ersatzteile zu reduzieren. Wir haben ja ein komplettes Logistikkonzept dahinter und das reiht sich komplett da ein. Engineering, made in Germany, made in Magdeburg Genau, so ist und gefertigt in Italien. Die Schale nur. Die Schale. Der Rest ist komplett aus Deutschland in der M100-Fertigung. Sehr gut. Ja. Sein Verkaufsargument. Für den Helm jetzt? Ich denke schon, ja. Kurze Lieferwege. Ich hoffe sehr. Also das ist ja, da geht ja der Trend hin. Ich meine, wir haben das schon immer so gemacht. Gerade bei dem Helm ist es so, dass 95% aus der EU kommen sogar. Also nicht nur die Schale und die Montage. Wir haben darauf geachtet, dass die Lieferketten auch europäisch sind. Alles klar. Wenn ich den Helm transportieren muss, habt ihr da auch was? Ganz zufällig haben wir da auch was. So, Bisschen größeres Paket? Ein bisschen größer. Das leidige Thema, das jeder kennt. Wo packe ich meinen Helm hin? Normalerweise haben wir diese Helmtaschen, die ein bisschen runder sind, aber die Helmtaschen dann im Auto zu haben und zu stapeln, das funktioniert leider nicht. Deswegen haben wir mit der Firma Terra B, die kennt ihr auch aus Berlin, haben wir eine Tasche entwickelt, die einmal stapelbar ist und die ich auch individuell bedienen kann. Also wenn ich die gerade mal aufmache, zum Beispiel, ist hier der Helm drin. Den kann ich dann anpassen, je nachdem, was für Accessories ich habe.
kann ich den komplett trotzdem befestigen oder auch dann entfernen. Vorführeffekt. Also egal, ob du Strobes hast, ob du vielleicht sogar einen Visor hast. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, du kannst alles da dran machen. Und wenn ich dann noch zusätzliche Accessories habe, deswegen ist die Tasche auch so groß. Also die passt von Größe 1 bis Größe 4. Das ist egal, welche Größe du hast, wird nicht kleiner und du kannst deine Accessories trotzdem fixieren. Also du hast überall hier Laschen, du hast überall Flausch, dass du das für dich selber auch so einstellen kannst, wie du es brauchst. Und auch diese Taschen hier drin, die kann ich einfach rausnehmen, austauschen. Hier habe ich zum Beispiel eine Korbschutzbrille drin. Wenn ich andere Sachen brauche, kann ich meine Taschen schon vorher präpariert haben und dann, je nachdem, was für eine Mission ich habe, kann ich das dann einstellen. Also ist jetzt quasi nicht nur spezifisch für den Helm, sondern eigentlich für die komplette PSA des Beamten. Mehr oder weniger, ja. Jetzt, also eher kopfspezifisch. Kopf, genau. Das ist die Idee dahinter, dass du alles, was mit deinem Kopf zu tun hat, die ganzen Zubehörteile, ob jetzt Gehörschutz. Der Gehörschutz ist zum Beispiel hier drunter. Kann ich auch vielleicht kurz mal zeigen. Also auch der passt perfekt darunter, weil wo kommt der sonst hin? Auch hier ist das möglich. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, die gesamte Innenseite ist eigentlich mit so einem Mikroflauschklett ausgestattet. Das heißt, da kann ich mir meine Taschen reinsippen. Richtig. Und ist absichtlich hell und grell gehalten, damit ich auch bei schlechten Lichtverhältnissen vielleicht im Truppentransporter, im Fahrzeug einfach mein Gear finde, das ich da drin verstaut habe. Genau. Stichwort Fahrzeug ist ganz, ganz gut. Wir haben hier die Nachtsichtgerätetasche, die du von innen öffnen kannst. Kannst dein Nachtsichtgerät reinpacken, zumachen. Und wenn du dann fertig bist, aber dein Nachtsichtgerät nicht brauchst, weil du tagsüber unterwegs warst und die Tasche dann nachher im Auto hast, kannst du die trotzdem, ohne dass du die komplette Tasche wieder aufmachen musst, um Platz zu sparen, kannst du dein Nachtsichtgerät auch von außen rausholen. Oder was auch immer du da drin hast. Natürlich clever, weil wenn ich es aufklappe, brauche ich ungefähr 80 cm Platz. Genau. Und hier brauche ich halt gar keinen Platz, nur den Platz der Tasche. Ja, ist richtig. Aber du siehst, die Tasche ist ein bisschen groß, aber das liegt daran, dass es für alle Größen passt. Ja. Muss ja. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gescherzt, so ungefähr, ja, es ist nur eine Tasche von einem Hightech-Hersteller wie Schubert, aber dann haben wir natürlich auch gesagt, wenn ich x 10.000 € an Material gerade mit Nachtsichttechnik schützen muss und einsatzbereit halten muss, ist natürlich die richtige Tasche auch von missionskritischer Wichtigkeit. Unbedingt. Und die Qualität muss auch passen zu dem Helm und zu den ganzen Gerätschaften, die ich auch da dran habe. Also ungefähr außen Zentimeter Schaum, würde ich sagen. Also macht wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Ja. Und du kannst sie stapeln, wie gesagt, im Fahrzeug, Einsatzfahrzeug. Wunderbar. Das heißt, die sind nicht auf einem Haufen wie die ganzen Runden. So, unser letztes Produkt für heute. Jawohl. Wir kennen es in den groben Zügen, aber Richtig. erzähl uns doch ein bisschen was zu den Details. Ja, also letztes Mal haben wir schon unser Mandible vorgestellt. Ist jetzt auf dem Markt nach NAJ 3 Alpha getestet. Komplett funktional mit Visier. Das Visier war ja das Besondere, was wir ja letztes Mal schon gezeigt haben, dass du dein Nachtsichtgerät draufklappen kannst und trotzdem dein Visier öffnen kannst. Und es liegt sehr, sehr, sehr flach an. Das heißt, ich kann das einhändig bedienen, je nach Seite, lass es zuklappen und dann hast du einen kompletten Schutz. Was wir ja letztes Mal schon erwähnt hatten, ist, dieses Visier ist sehr hoch. Das heißt, ich habe besseres peripheres Sehen. Ich kann meine Waffe besser manipulieren. Ich kann sehen, wo ich hinlaufe und habe trotzdem einen ballistischen Schutz, einen Splitterschutz. Das Visier ist, da warten wir noch auf ein paar Prüfergebnisse, aber auch das wird verfügbar sein ab Q2. Das heißt, der Gesamthelm ab Q2 mit allem drum und dran ist dann auf dem Markt und verfügbar. Normalerweise ist der Helm ja bronzegrün. Ja. Hier ist er gerade Multicam Tropic. Magst du uns da noch was sagen dazu? Ja, das ist, weil es extrem cool aussieht. Der Helm an sich ist schon, also die Farben sind alle abgestimmt, komplett mit ERR-Schutz, fast überall. Kleinigkeiten, wo es halt einfach nicht funktioniert, aber überwiegend komplett, also mit den Revisionswerten für die verschiedenen Farben. Aber das sind tatsächlich Nachfragen, die wir kriegen, auch von den Kunden, dass man den Überzug nicht unbedingt haben will, weil der auch nicht fest drauf sitzt, wenn ich irgendwelche Accessoires drauf packe. Kamen viele Anfragen, wie man das denn machen kann. Entweder ich lackiere den, da gibt es ja dieses Wassertransfer und so weiter. Der Riesenvorteil hier ist, dass Infrarot einmal geschützt ist oder reduziert ist und ich kann es entfernen und kann die Farbe auch ändern, wenn ich was anderes haben will. Selbst bei dem Grün könnte ich dann für einen Schneetarn das alpines Muster drauf machen und habe das relativ schnell geändert und der Helm bekommt eine andere Tarnung. Das heißt, es gibt ja nicht nur diese Klebestücke, diese Patches für
für das eigentliche Helmmaterial, sondern auch für den Flausch. Genau. Das heißt, du hast sozusagen Klett mit diesem Wrap oben drauf genäht. Und die kannst du dann perfekt auf diese Flauschflächen draufkletten. Und wenn du deine verschiedenen Accessoires nutzt, kannst du das auch rausschneiden, sodass es perfekt für dein Setup zugeschnitten ist. Produziert ihr die auch selber? Nein, die werden von Kolibri für uns gemacht. Das hatte ich letztes Mal schon im Video erwähnt. Tolle Jungs und die sind sehr innovativ. Und wie man sieht, kriegen das auch hin, dass es sehr, sehr gut aussieht. Super. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Noch eine Sache. Einmal da, warte. Und was ich noch erwähnen wollte, ihr habt euch bestimmt gefragt, warum sieht der Typ heute so gut aus? Das liegt einzig und allein an unseren neuen Merchandise-T-Shirts und verschiedene Cappies, die wir da haben. Wenn ich da mal kurz... Bald auch in unserem Online-Shop erhältlich. Coole Caps, coole T-Shirts, einmal mit dem M100 und auch einmal für die Polizei mit dem P100 drauf, unser legendärer P100-Helm. Ja, Milad, wieder viele Neuigkeiten, teilweise nur Details, teilweise richtig coole neue Sachen, wie jetzt der Carbonhelm zum Beispiel. Es war super schön, wieder bei euch da zu sein. Danke, dass du da warst. Immer wieder eine Freude, dich hier zu haben. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann einfach gerne in die Kommentare reinhacken. Wir versuchen euch das zeitnah alles zu beantworten. Ansonsten, Milad, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich nochmal herzlich zu bedanken. Es ist wirklich schön, dass wir zu seiner Familie nach Hause kommt. Ja, das ist wirklich schön, dich hier zu haben. Vielen Dank an alle. Dann bedanken wir uns soweit auch bei euch als Zuschauern und wir hoffen, wir sehen euch auch bei den nächsten Videos wieder. Bleibt dran und verfolgt weiterhin NFORCE Tech TV, den offiziellen Kanal der NFORCE Tech in Nürnberg. Vielen Dank.